So, hier geht es jetzt um das Fernbedienungsmodul für den Revox G225. Das ist also dieses hier. Und zwar wird das auf die Servoplatine aufgesteckt. Die sitzt hier. Das ist die zweite von vorstehend links. Habe ich jetzt mal schon rausgenommen. Da wird es einfach eingesteckt. Hier in diese Steckerleiste, da kommen normal die Stecker von den Tasten an der Bedienfront kommen da rein. Und das wird hier einfach zwischengesteckt und die Stecker kommen dann hier rein. Warum überhaupt jetzt hier ein neues Fernbedienungsmodul reinsetzen? Der B225 hat ja hier eine Fernbedienung eigentlich. Das Problem, das ist die Telefunkentechnik der ersten Stunde, das ist sehr störanfällig. Benutze ich andere Handschalter, andere Fernbedienungen für andere HiFi-Geräte, insbesondere RC5 etc., dann quittiert das hier also mit einer Störung und dann schaltet das Gerät aus. Ebenso reagiert dieser Sensor, der noch damals ja breitbandig war, auf Kunstlicht, Energiesparlampen etc. Das ist die eine Sache, dass die Übertragung nicht wirklich sicher ist. Die andere Sache ist der Komfort. Der Original-Handschalter von Revox, der das Gerät steuern kann, bietet nicht sehr viel Funktion und ist einfach unpraktisch. Also man muss für viele Funktionen erstmal zwei Knöpfe drücken, ihm erstmal sagen, okay, jetzt Funktion CD und dann welche Funktion soll ich jetzt machen. Und dieser Handschalter ist auch leider schwer zu bekommen heute. Deshalb baue ich jetzt hier ein RC5-Modul ein. Da kann ich jeden Philips Marantz Grundig Handschalter für CD verwenden oder ein Universal-Handschalter. Das ist also ein gängiges RC5-Protokoll von Philips. Das ist also auch sicher. Das heißt, dass der Sensor ist schmalbandiger und dass die Verschlüsselung des Protokolls an sich ist auch sicherer, um eben vor Fehlfunktionen zu schützen. So, das habe ich jetzt mal hier schon eingebaut in eine Platine. Das Modul, das unterscheidet sich dann von der vorigen Platine eigentlich nur, dass hier das Modul eingesteckt ist und dann muss ich eine Lötverbindung machen. Hier, da ist so ein Widerstand dran an dem Modul. Das muss ich einmal hier an den Kontakt anlöten. Das ist die ganze Herrlichkeit. So, und auf der anderen Platine, das ist die ganz außen sitzt. Da entferne ich also diesen, wo ist sie? Das ist nicht diese. Da ist sie. Da entferne ich also diese Original-Fernbedienung. Ich verlinke auch eine Anleitung unten, wie man das einbaut. Das ist also recht einfach. Ich löte das alte aus komplett und muss dann nur diesen Sensor, das ist der Empfänger, der das Signal von der Fernbedienung dann empfängt, den befestige ich dann ungefähr an dieser Position, dass das dann genauso sitzt, der Empfänger, wie das im Originalzustand ist. So vorher und dann hier einfach mit dem Sensor. Und dann kann ich die Platinen da einfach einbauen. So, dann die zweite Platine. Da stecke ich jetzt den Sensor einfach hier vorne ein.
da an den Pin. Und dann kann ich die Platine auch schon wieder reinstecken. Jetzt natürlich nur auf die Kabel achten, die hier von der Bedienfront kommen. So, dann stecke ich einfach die Kabel jetzt in das, also diese Stecker hier in das Fernbedienungsmodul ein. Einmal, zweimal. Dadurch, dass das so flach gebaut ist, kommt das jetzt insgesamt hier 2 mm höher. Das reicht aber völlig aus. Hier ist genug Platz. So, die Stromversorgung muss auch wieder eingesteckt werden auf die Netzteilplatine. Und dann noch der Stecker für den Motor, der die Lader auf und zu macht. Und jetzt ist das schon eingebaut. So, dann stecke ich das mal ein. Sieht man das? Jo, das mag jetzt nicht jedermanns Geschmack sein, die Musik, aber ich hoffe, die ist einfach rechtefrei. Nicht, dass ich jetzt Ärger bekomme wegen Copyright-Verletzung. Ich stelle das so ein bisschen hoch. So, dann ist der jetzt fernbedienbar. Dann ja, mal die Play-Taste drücken, dann spielt er los. Nächster Titel. 2. Und ich kann natürlich auch die Direktwahl jetzt machen. Also ich mache jetzt mal, ich drücke mal die 8. 8 und dann Play. Das heißt, es springt jetzt nach 8. Sieht man das? Titel 4. 4. Play. Jetzt habe ich den 4. Titel. Repeat-Taste, die übernimmt jetzt die Funktion Loop. Das ist bei Revox anders benannt. Loop ist im Prinzip das gleiche, was man von anderen CD-Herstellern unter Repeat kennt. Das heißt eben die CD immer wiederholen und solche Geschichten. Dann kann ich auch den variablen Ausgang mit der Fernbedienung leiser und lauter machen. Sieht man jetzt, hört man natürlich nicht, weil ich habe den Fixed-Ausgang angeschlossen. Was geht sonst noch? Ich kann auch über die Fernbedienung den USB-Eingang schalten. Habe ich jetzt nicht angeschlossen. Mache ich mal ein anderes Video zu. Oder eben über die Taste. Ja, das ist im Prinzip die ganze Herrlichkeit mit der Fernbedienung. So, also jetzt kann ich eben die Tasten, die ich habe, bequem vom Sofa aus bedienen und das alles. Nächste Lied. Grüß dich, Edwin. Nächste Lied. Grüß dich, Edwin.